it's time for a new adventure from Ride On with Friends. Manchmal braucht es nur zwei Räder, einen guten Freund und eine Straße, die sich wie ein Band durch die Landschaft zieht. Begleite uns auf einer 6-tägigen Motorradreise, die mehr ist als nur Motorradfahren. Sie ist ein Mikroabenteuer für Herz und Seele durch die Mittelgebirge im Osten Frankreichs und im Südwesten Deutschlands. Unsere Tour hat vor 5 Tagen an der Deutschen Weinstraße in der Pfalz begonnen. Von dort sind wir einmal komplett durch die Vogesen von Nord nach Süd gefahren und anschließend weiter über den südlichen bis in den mittleren Schwarzwald gerollt. Inzwischen haben wir fast 60 spannende Hotspots unserer Scouting-Tour in 4 Videos festgehalten. Richtig viel Stoff also. Wenn du von Anfang an mitfahren möchtest, klick einfach oben rechts auf die Episode 1. Und wenn dich die Route so packt, dass du sie selbst einmal kurzfristig ohne großen Planungsaufwand nachfahren möchtest, dann bekommst du die GPX-Tracks und ein ausführliches Roadbook mit persönlichen Tipps zu den Vogesen und zum Schwarzwald direkt von mir. Schaue einfach in die Videobeschreibung oder auf meiner Homepage vorbei. An dieser Stelle auch ein fettes Dankeschön für euer Mega-Feedback zu den letzten Folgen. Jeder Like, jeder Kommentar motiviert enorm und zeigt, dass sich der Aufwand lohnt. Besonders cool ist auch das Feedback von denen, die die Route sogar noch vor dem Winter abgefahren sind. Ihr seid der Hammer. Und jetzt geht's weiter. Vom mittleren Schwarzwald fahren wir hoch in den Norden zu bekannten und versteckten Spots, die nicht jeder kennt, die man als Motorradfahrer aber definitiv erlebt haben sollte. Mystische Wälder, traumhafte Ausblicke, kurvige Strecken und ein kulinarisches Highlight warten auf uns. Viel Spaß beim Mitfahren! Am 6. Fahrtag heißt's wieder Helm auf und Motor an und ab auf die letzten sehr sehenswerten 220 Kilometer lange Etappe in den Nordschwarzwald. Das große Finale gemeinsam mit Didi und seiner nagelneuen GS auf der bekannten Schwarzwald-Hochstraße mit dem einen oder anderen sehenswerten Schlenker abseits der Touristenstraße. Am Frühstücksbuffet um 7:30 Uhr waren Didi und ich die einzigen Frühaufsteher. Das Gepäck hatten wir vorher schon entspannt in die Seitenkoffer gepackt, also konnten wir ganz in Ruhe auschecken und waren bereits um 8:30 Uhr bei strahlendem Wetter startklar. Über kleine Nebenstraßen fahren wir auf unserer letzten gemeinsamen Route gen Norden. Unser nächstes Zwischenziel ist Triberg. Dort wartet die größte Kuckucksuhr der Welt auf uns. Spätestens um 9 Uhr müssen wir da sein, sonst verpassen wir das Spektakel. Also los und nach Triberg. Put your lips on mine. I love it when we hide in the pale blue sky, floating on cloud nine. In Episode 3 habe ich Triberg ja kurz gezeigt. Gestern hatten wir allerdings Pech. Eine der weltgrößten Kuckucksuhren war geschlossen. Also bekommt Didi heute eine zweite weltgrößte Kuckucksuhr zu sehen. Und diesmal gibt es sogar eine richtig musikalische Einlage obendrauf.
Das Ganze gehört übrigens zu den meist fotografierten Motiven überhaupt, also Kamera raus und genießen. Didi, selbst Freizeitmusiker und noch dazu verheiratet mit einer Uhrenmacherin, ist fasziniert von der Kuckucksuhr. Jetzt drehen sich die Figuren, das ist doch romantisch. Was wir alles erleben hier, das ist schon gigantisch. So, jetzt reicht's aber erstmal mit Kuckucksuhren. Der Schwarzwald hat schließlich noch deutlich mehr auf Lager. Wir lassen Triberg hinter uns und folgen der Gudach flussabwärts bis zu ihrer Mündung in die Kinzig. Von dort ziehen wir weiter nach Norden durch das Wolfachtal und klettern hoch zum Kniebiss auf die legendäre Schwarzwald-Hochstraße, die B500. Was die Route de Crête in den Vogesen ist, ist die Schwarzwald-Hochstraße für den Schwarzwald. Sie ist Deutschlands mit fast 100 Jahren älteste Ferienstraße und führt auf 600 bis 1000 Metern Höhe entlang eines grandiosen Höhenzugs mit Ausblicken, die einfach nur begeistern. Schwarzwald pur, die Rheinebene tief unten und dahinter die Vogesen am Horizont. Entlang der Strecke reiht sich ein Highlight ans nächste. Der Mummelsee, das Nationalparkzentrum am Ruhestein, der Lothapfad und die vielen weiteren Spots, die man mindestens einmal gesehen haben sollte. Und ja, man merkt sofort, wie beliebt die Strecke ist. Das Verkehrsaufkommen ist um ein Vielfaches höher als in den Vogesen. Für alle, die zum ersten Mal im Schwarzwald unterwegs sind, gehört die B500 aber definitiv ins Pflichtprogramm. Einmal muss man sie gefahren sein. Wenn man dann zum Wiederholungstäter wird, kann man sie entspannt links liegen lassen. Denn abseits der Hauptstraße warten für uns Motorradfahrer viele ruhige Nebenstrecken, die mindestens genauso viel Grip und Panorama bieten, aber mit deutlich weniger Verkehr. Nach ein paar Kilometern auf der Schwarzwald-Hochstraße biegen wir ab, um einen besonderen Aussichtspunkt mitzunehmen, die Zuflucht. Auf rund 959 Metern Höhe eröffnet sich ein Panorama, das einfach nur beeindruckt. Der Blick reicht weit über das Rheintal bis rüber zu den Vogesen. Ein perfekter Moment, um den Motor kurz ruhen zu lassen, tief durchzuatmen und diese unglaubliche Weite auf sich wirken zu lassen. Wir fahren wieder zurück auf die Schwarzwald-Hochstraße und lassen uns vom Panorama Richtung Mummelsee tragen, dem deutschen Loch Ness. Dieser sagenumwobene Karsee liegt auf etwa 1028 Metern Höhe, ist rund 240 Meter lang und 192 Meter breit. An seiner tiefsten Stelle ist er knapp 18 Meter. Genau dort sollen sich laut Legende die geheimnisvollen Seefräuleins tummeln. Kein Wunder, dass der Mummelsee zu den meistbesuchten Seen in Baden-Württemberg gehört. Direkt an der Schwarzwald-Hochstraße gelegen, ist er der perfekte Stopp, um kurz den Helm abzunehmen, die klare Bergluft einzuatmen und vielleicht einen Blick auf die Wasseroberfläche zu werfen. Wer weiß, vielleicht zeigen sich die Fräuleins ja genau dann.
Seinen Namen hat der See übrigens von den weißen Seerosen, die hier früher gewachsen sind. Im Volksmund nannte man sie Mummeln und genau daraus wurde der Mummelsee. Bevor die nächsten Reisebusse anrollen, werfen wir den Motor wieder an und schwingen uns aufs Motorrad. Weiter geht's auf der Schwarzwald-Hochstraße zum überregionalen Bikertreff zur Großen Tanne in Unterstmatt, gelegen auf immerhin 930 Metern Höhe. Hier findet man wirklich alle Motorradmarken bunt gemischt. Die Stimmung ist immer entspannt und bikerfreundlich. Auf der täglich wechselnden Speisekarte stehen feine Schwarzwälder Spezialitäten und die Kuchenauswahl ist absolut empfehlenswert. Auch wenn wir gerade erst eine Pause eingelegt haben, sollte Didi diesen Kulttreff unbedingt gesehen haben. Die Aussicht ins Rheintal ist nämlich richtig toll und macht den kurzen Stopp mehr als lohnenswert. Nach einem kurzen Stopp cruisen wir weiter über die Schwarzwald-Hochstraße bis zur Kapelle zum Guten Hirten. Dort verlassen wir die B500 und nehmen die Abzweigung zur Schwarzenbach-Talsperre. Im Hintergrund hört man das 12 Uhr Läuten der kleinen Kapelle, die man nur schemenhaft durch den dichten Wald erkennen kann. Ihre runde Form mit dem markanten Kegeldach macht sie zu einem echten Hingucker. Auf der gegenüberliegenden Seite steht das alte Kurhaus, ein echter Lost Place, der mit seiner verwitterten Fassade und dem morbiden Charme perfekt in diese mystische Schwarzwaldstimmung passt. Vorbei an der Talstation des Meliskopfes geht's entspannt durch das Schwarzenbachtal, bis wir schließlich die beeindruckende Talsperre erreichen. An der Schwarzenbach-Talsperre muss man einfach anhalten. Die Talsperre liegt auf 668 Metern Höhe, eingebettet zwischen der Schwarzwald-Hochstraße und dem Murgtal. Mit ihren 2 Kilometern Länge ist sie der größte See im Nord- und Mittelschwarzwald. Das Wasser wird durch Druckrohre nach Vorbach geleitet, wo es zur Stromerzeugung genutzt wird. Gebaut wurde dieses beeindruckende Bauwerk zwischen 1922 und 1926. Bis zu 2000 Arbeiter, darunter viele italienische Handwerker, standen damals auf der Baustelle. Die massiven Granitsteine stammen aus den umliegenden Steinbrüchen. Die Staumauer selbst ist eine klassische Schwergewichtsmauer mit einem Volumen von 285.000 Kubikmetern. Bis heute eine echte Pionierleistung im deutschen Staumauerbau. Ihre Krone misst 400 Meter Länge und 65,3 Meter Höhe. Dahinter staut sich ein See mit 14,4 Millionen Kubikmetern Wasser. Durch seine idyllische Lage, eingerahmt von den Bergen des Schwarzwaldes, ist der See zu jeder Jahreszeit ein beliebtes Ziel. Von Mai bis September, je nach Wetter, kann man hier sogar Tretboote oder Elektroboote ausleihen. Weiter geht's für uns zum nächsten Highlight, der Nagold-Talsperre. Der Stausee ist einer der großen Wasserspeicher Baden-Württembergs und in den Sommermonaten nicht nur ein beliebtes Ziel für Motorradfahrer, sondern auch für Surfer, Taucher, Segler und sonstige Freunde des Wassersports.
Wir werden direkt am Stausee unsere heutige Mittagspause machen. Und zwar auf der Terrasse eines echten Szenetreffs für Biker, dem Gasthof zum Seeheimer. Die gemütliche Pension liegt an einer von Bäumen gesäumten Landstraße mit Blick über die Talsperre und ist bei Motorradfahrern nicht ohne Grund so beliebt. Das Essen ist richtig gut, kein Wunder, denn der Wirt lebt noch das Motto, dass gutes Essen und Trinken das Leben einfach besser macht. Neben den urigen Gasträumen wartet auch ein Biergarten auf uns und das absolute Highlight, eine drehbare Terrasse, die alle 15 Minuten eine komplette Runde dreht, damit man ständig neue Ausblicke über den See und die Umgebung hat. Und für uns Motorradfahrer sind spezielle Parkplätze reserviert und der Biker-Teller deftig und sehr lecker. Nach dem Mittagessen würde ein gemütlicher Powernap im Liegestuhl zwar verdammt gut tun, aber wir haben noch ein paar richtige Highlights vor uns, also rauf aufs Bike. Wir cruisen erst einmal weiter entlang der Nagold-Talsperre bis zur Staumauer und biegen dann auf kleine, schöne Waldwege ab. Unser nächstes Ziel: Enz-Klösterle, das Skigebiet mit dem längsten Lift im gesamten Nordschwarzwald. Von dort aus führt uns die Route weiter hinüber ins nächste Wintersportrevier nach Kaltenbronn. Ganz in der Nähe gibt's einen Wanderparkplatz, von dem man eine fantastische Aussicht ins Murgtal haben soll. Perfekt für einen kurzen Fotostopp und zum Genießen des Moments. Also bitte keine Mittagsmüdigkeit vortäuschen, das Wetter ist top, die Strecke macht Laune und genau dafür sind wir unterwegs. In Enz-Klösterle biegen wir ab Richtung Kaltenbronn und nehmen Kurs auf den Pass Schwarzmiss. Auf 933 Metern verbindet dieser Pass das Murgtal mit dem Enztal, ein echter Klassiker im Nordschwarzwald. Oben angekommen sind mehrere Wanderparkplätze, von denen aus man eine richtig schöne Aussicht hat. Perfekt für einen kurzen Stopp und ein paar Fotos, bevor es weitergeht. Wir sind allerdings nicht die Einzigen, die diesen Hotspot für Fotos und Aufnahmen nutzen. Kein Wunder, die Aussicht ist einfach zu gut, um sie links liegen zu lassen. Man spürt langsam, dass wir immer näher ans Mercedes-Benz-Werk in Gaggenau kommen, denn hier tauchen immer mehr perfekt restaurierte Oldtimer auf. Alter Schwede, für so ein Schmuckstück musst du wahrscheinlich locker einen sechsstelligen Betrag auf den Tisch legen. Schön anzusehen, aber definitiv nichts für uns. Wir halten uns lieber an die Panoramastrecke und rollen talwärts Richtung Gernsbach an der Murg. Dort zieht die Straße dann wieder kräftig an, denn unser nächstes verstecktes Highlight wartet schon, die Teufelsmühle. Eine Auffahrt, die Laune macht, und oben gibt's einen Ausblick, der dich direkt fürs Weiterfahren motiviert. Die schmale Waldstraße windet sich hoch zum Höhengasthaus Teufelsmühle auf rund 908 Metern und oben wartet eine grandiose Aussicht. Die Teufelsmühle selbst ist ein Berg südlich von Loffenau im Nordschwarzwald, eingebettet zwischen dem Murgtal im Westen und dem Albtal im Osten.
Direkt neben dem Gasthaus steht der Teufelsmühle-Turm, ein historischer Aussichtsturm aus dem Jahr 1910. Mittlerweile misst er stolze 16 Meter. 1958 kam ein Anbau dazu, der später zum Wanderheim ausgebaut wurde. Wir hatten richtig Glück. Die Hobbyfunker waren vor Ort und nutzten den Turm für ihre Antennen. Und dadurch durften wir sogar hochsteigen. Von oben gab es eine absolut geniale Rundumsicht, die jede Mühe der Auffahrt am späten Nachmittag locker wieder wettmacht. Als wir vor ein paar Tagen in den Südschwarzwald eingetaucht sind, habe ich Didi zu einer legendären Eisdiele gelotst. Dort gab es Spaghetti-Eis, das wirklich Maßstäbe gesetzt hat. Genau daran musste Didi denken und meinte spontan, komm, am letzten Tag gönnen wir uns noch ein Abschieds-Spaghetti-Eis auf der Kurpromenade, bevor wir zum finalen Highlight unserer Scouting-Tour an der Enz aufbrechen. Also nicht lange gefackelt, Blinker gesetzt und ab dafür. Und ich muss sagen, im Norden schmeckt es genauso gut wie im Süden. Nach dem richtig guten Eis rollen wir entspannt weiter. Unser letztes Etappenziel wartet schon. Ein bisschen Wehmut schwingt mit. Klar, das Ende der Tour kommt näher. Für das Finale habe ich einen Ort gewählt, der die ganze Reise perfekt widerspiegelt. Das Hotelrestaurant zur Alten Mühle. Direkt an der Enz, ruhig, charmant, mit einem Fischrestaurant, das dank eigener Zucht weit über die Region hinaus gefeiert wird. Wer dort essen will, sollte früh reservieren, sonst schaut man schnell in die Röhre. Genau hier lassen wir unsere Tour ausklingen. Erstklassiges Essen, entspannte Atmosphäre, einfach gute Vibes. Und ich bin mir absolut sicher, Didi wird die Überraschung feiern wie ein Volltreffer auf der perfekten Kurvenstrecke. Damit ist sie Geschichte, unsere Scouting-Tour 2025. 6 richtig starke Fahrtage liegen hinter uns. Durch den südlichen Pfälzerwald, über die Vogesen und quer durch den Schwarzwald. Und das Ganze bei fast schon sommerlichen Temperaturen Mitte Mai. Besser hätten wir es kaum erwischen können. Unterm Strich haben wir rund 1400 Kilometer abgespult. 4 Basishotels angefahren und Höhenunterschiede von 108 bis 1350 Metern erlebt. Für die Tour habe ich insgesamt 68 Point of Interests vorbereitet. Jede Menge Stoff also, um die Route spannend zu halten. Aus altem Material sind am Ende 4 Episoden mit zusammen 2,5 Stunden Film entstanden. Ein Roadbook und die GPS-Routen. Wenn du bis hierher dran geblieben bist, vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse. Und wenn dir die Scouting-Tour gefallen hat, dann hau gerne einen Like raus und hype das Video und schreibe mir einen Kommentar.
Das würde mich riesig freuen, denn euer Feedback ist mein Lohn und für alle anderen, die nur schauen, war es leider nichts wert. Das wäre schade. Bis bald wieder auf diesem Kanal. Euer Jürgen. Der Weg ist das Ziel.